245, 156, 2500. Das ist nicht gut. Hallo, Schatz. Was machst du? Was ist das für ein Papier, das Sie da in der Hand halten? Oh, hallo, Schatz. Schon gut, nur ein Artikel, den ich gerade lese. 560. Oh, ich weiß, was es ist. Das sind die Schulden, die wir im Moment haben, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Es sind nur ein paar Papiere. Einige Anzeigen, wissen Sie. Martha, es ist nicht nötig, dass du mich anlügst. Ich weiß, dass es der Kontoauszug ist. Ja, ist es. Ich wollte einfach nicht, dass du dir darüber Sorgen machst. Du hast viel getan. Ich weiß, wir haben viele Schulden und ich habe im Moment keinen Job, aber alles wird gut. Ich weiß. Es ist nur so, dass Sie sind seit Monaten auf der Suche nach einem Job. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass Sie sagen, ich sei zu alt für solche Jobs. Aber ich werde nicht aufgeben und das weißt du. Ich habe meinen Lebenslauf bereits mehrfach verschickt. Und ich habe bereits einen Anruf von einem von Ihnen erhalten. Deshalb trage ich meinen Anzug. Ich gehe jetzt. Und ich werde diesen Job bekommen, das verspreche ich. Alles wird gut, Baby. Ich habe versucht zu helfen, aber mein Gehalt reicht nicht aus, um alle Rechnungen im Haus zu bezahlen. Nein, nein. Das hast du wirklich gut gemacht, es tut mir leid. Aber heute wird es anders sein. Also wünschst du mir einfach Glück. Ich werde gleich zu meinem Vorstellungsgespräch gehen. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich liebe dich auch. Und du brauchst kein Glück. Okay, hier bin ich. Ich muss diesen Job unbedingt bekommen, sonst könnten wir nicht alle Schulden bezahlen, die wir haben. Ich hoffe, dass Sie meine Erfahrung wertschätzen können. Ich meine, all die Jahre, in denen ich in diesem Bereich gearbeitet habe. Hey, was geht, Alter? Wer bist du, Mann? Was machst du hier, alter Mann? Guten Morgen. Ich bin zum Vorstellungsgespräch gekommen. Und was ist mit dir? Sie sind zum Vorstellungsgespräch gekommen? Hahaha. Bist du dafür nicht zu alt? Nichts für ungut. Nun ja, manche Leute sagen das, aber ich glaube nicht, dass ich zu alt für diesen Job bin. Wenn du es sagst. Nun, ich habe gerade das Vorstellungsgespräch bestanden. Alles hat hervorragend geklappt. Ich bin mir sicher, dass Sie mich anrufen werden, um zu bestätigen, dass ich den Job bekommen habe. Wenn ich du wäre, würde ich also keine Zeit verlieren. Und was ist das für ein Ding, das du trägst? Wer trägt heutzutage schon einen Anzug? Schau mich an. Ich bin so cool. Das ist es, wonach Sie heutzutage suchen. Heutzutage trägt niemand mehr einen Anzug, alter Mann. Nun, der Interviewer hat mir gesagt, dass die nächste Person den Konferenzraum betreten kann, also machen Sie weiter. Allerdings empfehle ich Ihnen nicht, hineinzugehen. Aber trotzdem viel Glück, alter Mann. Vielen Dank, junger Mann. Viel Glück auch für dich. Aufpassen.
Herr Pickford, Sie sind wegen der Stelle als Publizist hierher gekommen. Ist das korrekt? Ja, mein Herr, das ist richtig. Ich bin hierher gekommen, weil ich weiß, dass Sie einen Publizisten engagieren müssen. Perfekt. Beginnen wir also mit dem Interview. Könnten Sie mir bitte etwas über sich erzählen? Sicher. Mein Name ist Norman Pickford, ich wurde in dieser Stadt geboren und lebe immer noch hier mit meiner Frau. Obwohl ich älter aussehe, werden Sie überrascht sein, dass ich in diesem Moment erst 60 Jahre alt bin. Ich habe die Grundschule und das Gymnasium an der Potter England School besucht. Ich habe sehr gute Noten bekommen. Nach meinem Abschluss beschloss ich, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zu studieren. Wissen Sie, ich hatte schon immer eine Leidenschaft für die Werbung, die ich früher im Fernsehen sah. Ich war immer neugierig auf sie und begann, selbst Nachforschungen anzustellen. Bevor ich aufs College gehe. Man kann also sagen, dass es eine meiner Qualitäten ist, dass ich Initiative habe. Wenn ich etwas nicht weiß, recherchiere ich, bis ich die Antwort bekomme. Bevor ich anfing, an der Universität zu studieren, wusste ich jedenfalls schon. Ich hatte bereits viel über Werbung gewusst. Ich liebe das Lesen. Das ist eine meiner Leidenschaften. So konnte ich viel über den Beruf lernen. Also schloss ich das College mit Auszeichnung ab. Danach wurde ich von einem kleinen Unternehmen im Finanzzentrum eingestellt. Ich habe dort gearbeitet, seit etwa 2 Jahren. Sie versprachen mir, dass ich befördert werden könnte, wenn ich wirklich hart arbeiten würde. Das habe ich also getan. Ich habe jeden Tag hart gearbeitet und wurde schließlich in eine bessere Arbeitsposition befördert. Da es sich jedoch um ein kleines Unternehmen handelte, konnten sie mir nicht dabei helfen, mich beruflich weiterzuentwickeln. Sehr bald bekam ich ein Stellenangebot von der Werbefirma Black & White. Das war eines der größten Unternehmen dieser Stadt, also war ich wirklich aufgeregt. Selbstverständlich nahm ich das Stellenangebot an und wurde ihr neuer Werbeleiter. Ich habe dort 25 Jahre lang gearbeitet. Wir helfen Ihnen, noch mehr zu wachsen. Du weißt, durch die Pandemie hat das Unternehmen sehr gelitten. Die Einkommen gingen zurück. Und bald mussten sie viele Bereiche schließen, auch meinen, also wurde ich letztes Jahr gefeuert. Aber ich habe viel Erfahrung in dieser Position. Ich denke, ich kann Ihnen beim Wachsen helfen. Ich verstehe. Das ist eine gute Zusammenfassung Ihrer Berufserfahrung. Ich mag das. Und wie haben Sie von dieser Stelle erfahren? Hat Ihnen jemand die Bewerbung empfohlen? Nein, das habe ich gerade online gesehen. Obwohl ich alt aussehe, kann ich mit Computern, Tablets und so weiter arbeiten. Excellent. Und welches Arbeitsumfeld bevorzugen Sie? Ich kann in jeder Art von Arbeitsumgebung arbeiten. Ich liebe Teamarbeit. Ich denke, es hilft sehr, die Ziele zu erreichen. In Ordnung. Und wie gehen Sie mit Druck oder Stresssituationen um? Ich bin es gewohnt, unter Druck zu arbeiten, und natürlich habe ich wirklich schwierige Situationen erlebt.
Ich kann sie sehr gut verwalten. Meiner Erfahrung nach ist es besser, wenn man um Hilfe bittet. Nun, ich habe mir Ihr Profil angesehen und möchte noch eine letzte Frage stellen. Können Sie 12 Stunden am Tag arbeiten? Selbstverständlich zahlen wir für die zusätzliche Zeit, die Sie hier verbringen. Ah, natürlich. Wenn du willst, kann ich 20 Stunden arbeiten. Ich bin damit zufrieden. Fantastisch. Dann denke ich, dass Sie eingestellt sind. Ich werde meinem Assistenten sagen, dass er den Vertrag. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank, Sir. Und, es tut mir leid aber, Ja. Urgentian Problem? Möchten Sie, dass wir über das Gehalt sprechen? nein, nein. Ich habe online darüber gelesen und es ist in Ordnung. Ich möchte dich bitte etwas fragen. Ich weiß, dass ich alt bin. Ich bin kein junger Mann, aber Sie stellen mich trotzdem ein. Anstelle dieses Jungen. Dieser Junge? Du meinst den Kerl, der vor dir hier war? Wie kann ich Ihnen das sagen? Herr Pickford, heutzutage ist Erfahrung wirklich wichtig. Ich habe vor Ihnen viele junge Bewerber wie ihn interviewt. Und es war schrecklich. Sie denken, Sie wüssten alles und hätten den Job verdient, nur weil Sie cool sind. Wir brauchen hier engagierte Menschen. Menschen mit Erfahrung, verantwortungsbewusste Menschen. Und deshalb stelle ich Sie ein. Und übrigens, ich liebe deinen Anzug. Ich finde es sehr elegant. Oh, dann vielen Dank. Ich fühle mich besonders. Dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank. Ja, ja, meine Frau wird sich riesig freuen. Ich wusste, dass wir es schaffen würden.